Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den nebelverhangenen Tälern der Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien existiert eine Sprache, die älter ist als Rom, älter als die Kelten, älter vielleicht als die ersten indoeuropäischen Laute, die über den Kontinent halten. Euskara, die Sprache der Basken. Sie ist ein linguistisches Fossil, ein Echo aus einer Zeit vor unserer aufgezeichneten Geschichte. Ihre Wurzeln reichen so tief in den europäischen Boden, dass wir den Grund nicht sehen können. Sie ist das letzte Überbleibsel einer Welt, die verschwunden ist. Und sie stellt uns eine fundamentale Frage. Wer waren die Menschen, die diese Worte zuerst formten, und woher kamen sie? Guten Abend. Ich lade Sie ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine Reise nicht nur über Land, sondern auch durch die tiefsten Schichten der Zeit. Stellen Sie sich die Landkarte Europas vor. Von den Steppen Russlands bis zu den Küsten Portugals, von den Fjorden Norwegens bis zu den Inseln Griechenlands, hören wir ein Echo, eine ferne Verwandtschaft in den Sprachen. Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, Hindi, sie alle gehören zur großen indogermanischen Sprachfamilie. Sie sind wie Zweige eines gewaltigen uralten Baumes. Doch inmitten dieses Waldes, eingebettet in die westlichen Pyrenäen, zwischen Frankreich und Spanien, gibt es eine Lichtung. Eine linguistische Insel, die sich den Gezeiten der Geschichte widersetzt hat. Dies ist die Heimat der Basken und ihrer Sprache, des Euskara. Wenn Sie Euskara zum ersten Mal hören, klingt es fremd, anders als alles, was Sie von europäischen Sprachen gewohnt sind. Es hat eine Melodie und eine Struktur, die sich der einfachen Einordnung entzieht. Es ist keine romanische Sprache wie Französisch oder Spanisch, keine germanische, keine slawische. Es ist etwas Eigenes. Seit Jahrhunderten stehen Gelehrte vor diesem Rätsel. Während die Legionen Roms Latein über den Kontinent verbreiteten, während germanische und slawische Stämme wanderten und ihre Sprachen mitbrachten, blieb Euskara bestehen. Es ist ein Überbleibsel, ein sprachliches Fossil aus einer Zeit, bevor die indogermanischen Völker Europa prägten. Die Existenz dieser Sprache stellt uns vor eine fundamentale Frage. Wer sind die Basken? Sind sie die Nachfahren eines Volkes, das ganz Westeuropa bewohnte, bevor die Kelten, Römer und Germanen kamen? Ist ihre Sprache das letzte Echo einer verlorenen Welt? In den kommenden Stunden werden wir versuchen, dieses Mysterium zu ergründen. Wir werden in die einzigartige Struktur des Euskara eintauchen, gescheiterte Theorien über seine Herkunft untersuchen und schließlich die modernen Erkenntnisse der Genetik befragen. Es ist eine Geschichte über Beharrlichkeit, über Identität und über die tiefen Wurzeln, die ein Volk mit seinem Land verbinden können. Eine Geschichte, die uns daran erinnert, dass die Vergangenheit nie wirklich vergangen ist. Sie flüstert uns zu in den Tälern der Pyrenäen. Um die Tiefe des baskischen Rätsels zu verstehen, müssen wir uns seiner Sprache, dem Euskara, mit der Sorgfalt eines Archäologen nähern. Denn sie ist in der Tat ein Artefakt, nicht aus Stein oder Bronze, sondern aus Worten und Klängen. Euskara ist das, was Linguisten einen Sprachisolat nennen. Das bedeutet, es hat keine nachweisbaren lebenden oder toten Verwandten. Es steht allein in der Welt. Alle Versuche,
es mit einer der großen Sprachfamilien in Verbindung zu bringen, sind gescheitert. Doch was macht es so einzigartig? Ein wesentliches Merkmal ist seine grammatische Struktur. Die meisten europäischen Sprachen verwenden ein Nominativ-Akkusativ-System. Vereinfacht gesagt, ich sehe den Hund. Das Subjekt ich steht im Nominativ. Im Baskischen ist das anders. Es verwendet ein sogenanntes Ergativ-Absolutiv-System. Der Satz würde eher lauten: Vom Hund wird gesehen durch mich. Das Subjekt einer transitiven Handlung wird speziell markiert. Diese Struktur ist in Europa extrem selten, findet sich aber in so entfernten Sprachen wie denen des Kaukasus oder bei den Ureinwohnern Amerikas und Australiens. Auch der Wortschatz ist ein Fenster in eine andere Welt. Die grundlegendsten Wörter für Fels, Baum, Wasser zeigen keine Ähnlichkeit mit den indogermanischen Wurzeln, die uns so vertraut sind. Es sind Eigengewächse, die aus einem tiefen, alten Boden gewachsen sind. Selbst das Zählsystem birgt archaische Züge. Es basiert auf der Zahl 20, ein vigesimales System. Die Zahl 30, Hogeita Hamar, bedeutet wörtlich 20 und 10. 40, Berogai, ist 2 mal 20. Dies erinnert an die Zählweisen der Maya oder der alten Kelten und deutet auf ein sehr altes System hin, das dem Dezimalsystem vorausging. Euskara ist also keine bloße Ansammlung von Wörtern. Es ist ein komplettes, in sich geschlossenes kognitives System, eine andere Art, die Welt zu sehen und zu strukturieren. Es ist der letzte lebende Zeuge der sprachlichen Vielfalt, die in Europa herrschte, bevor die große Welle der indogermanischen Expansion fast alle anderen Sprachen verdrängte. Es ist, als hätten wir einen lebenden Neandertaler gefunden. Ein unschätzbar wertvolles Fenster in die europäische Vorgeschichte, das uns zwingt, die scheinbar selbstverständliche sprachliche Landschaft unseres Kontinents neu zu überdenken. Die Existenz eines so einzigartigen sprachlichen Relikts wie dem Euskara hat die Fantasie von Forschern und Amateuren gleichermaßen beflügelt. Der menschliche Geist sehnt sich nach Verbindungen, nach Mustern, die das Unbekannte erklärbar machen. Und so ist die Geschichte der Baskologie auch eine Geschichte der kühnen Hypothesen und der intellektuellen Sackgassen. Eine der frühesten und naheliegendsten Theorien war die iberische Hypothese. Man vermutete eine Verwandtschaft zwischen dem Baskischen und dem Iberischen, der Sprache, die vor den Römern auf der iberischen Halbinsel gesprochen wurde. Es gab einige Ähnlichkeiten im Lautsystem und in Ortsnamen. Doch bei genauerer Untersuchung erwiesen sich die Gemeinsamkeiten als oberflächlich oder als Lehnwörter. Die grundlegende Grammatik und der Kernwortschatz waren verschieden. Heute gilt diese Theorie als weitgehend widerlegt. Andere Forscher blickten weiter in die Ferne. Eine populäre Theorie des 20. Jahrhunderts versuchte, eine Verbindung zu den kaukasischen Sprachen wie dem Georgischen herzustellen. Auch hier gab es faszinierende Parallelen wie das Ergativsystem. Doch die historische Linguistik ist eine strenge Wissenschaft. Sie verlangt nach systematischen Lautentsprechungen, nach regelmäßigen, nachweisbaren Veränderungen über Jahrtausende. Diese ließen sich zwischen dem Baskischen und den kaukasischen Sprachen nicht finden. Die Ähnlichkeiten waren wahrscheinlich zufällig. Konvergenzen, wie sie zwischen nicht verwandten Sprachen vorkommen können. Wieder andere sahen Verbindungen zu den Berbersprachen Nordafrikas oder gar zu den Nadene-Sprachen Nordamerikas. Und natürlich durften auch die fantastischen Theorien nicht fehlen, die die Basken zu den Nachfahren der Bewohner von Atlantis erklärten. Diese Spekulationen sagen mehr über unsere Faszination für das Mysteriöse aus,
als über die Basken selbst. Jede dieser Theorien scheiterte an derselben Hürde: dem Mangel an schlüssigen, systematischen Beweisen. Euskara weigerte sich, seine Geheimnisse preiszugeben. Es blieb ein Findelkind auf der Türschwelle der europäischen Sprachgeschichte. Dieses wiederholte Scheitern ist jedoch keine Niederlage, sondern eine wichtige Erkenntnis. Es lehrt uns, dass die Basken und ihre Sprache wahrscheinlich keiner großen Völkerwanderung der jüngeren Vorgeschichte entstammen. Sie kamen nicht aus dem Kaukasus, nicht aus Afrika. Die Antwort auf ihr Rätsel musste woanders liegen. Vielleicht nicht in der Ferne, sondern in der Tiefe. In der Erde, auf der sie seit Jahrtausenden leben. Die Linguistik hatte ihre Grenzen erreicht. Es war an der Zeit, dass eine neue Wissenschaft die Fackel übernahm: die Genetik. Nachdem die Spurensuche der Linguisten in einer Sackgasse endete, öffnete die Genetik im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert ein völlig neues Fenster in die Vergangenheit. Durch die Analyse von DNA-Proben heutiger und prähistorischer Populationen konnten Wissenschaftler die Wanderungsbewegungen und Verwandtschaftsverhältnisse unserer Vorfahren mit erstaunlicher Präzision nachzeichnen. Und was sie im Genom der Basken fanden, war atemberaubend. Die genetischen Daten bestätigten, was die Sprache bereits andeutete: die Basken sind einzigartig. Sie weisen eine bemerkenswerte genetische Kontinuität auf, die Jahrtausende zurückreicht. Eine der wichtigsten Entdeckungen betrifft die väterliche Linie, die über das Y-Chromosom vererbt wird. Ein hoher Prozentsatz der baskischen Männer trägt eine bestimmte Variante der Haplogruppe R1b, die in Westeuropa zwar weit verbreitet ist, bei den Basken aber in einer besonders alten, basalen Form auftritt. Dies deutet darauf hin, dass sie von den ersten Trägern dieser Gruppe abstammen, die nach der letzten Eiszeit Europa wiederbesiedelten. Noch aufschlussreicher war die Analyse alter DNA aus den Knochen von Menschen, die vor Tausenden von Jahren in der Region lebten. Eine Studie aus dem Jahr 2015 untersuchte die DNA von 8 Individuen aus der El Portalón-Höhle in Nordspanien, die aus der Zeit zwischen 3500 und 5500 Jahren vor unserer Zeit stammten. Das Ergebnis war eindeutig. Diese frühen Bauern der Kupferzeit waren genetisch praktisch identisch mit den heutigen Basken. Sie waren ihre direkten Vorfahren. Die Studie zeigte auch, dass diese frühen iberischen Bauern sich von den Jägern und Sammlern unterschieden, die vor ihnen dort lebten, was auf eine Einwanderung der ersten Ackerbauern aus dem Nahen Osten hindeutet. Doch der entscheidende Punkt ist: nach dieser frühen Vermischung blieben die Vorfahren der Basken von späteren großen Migrationswellen weitgehend unberührt. Insbesondere die massive Einwanderung von Steppenvölkern aus dem Osten, die vor etwa 4500 Jahren die indogermanischen Sprachen nach Westeuropa brachten, hinterließ im baskischen Genpool nur geringe Spuren. Die Genetik zeichnet also das Bild eines Volkes, das nicht von einem mysteriösen Ort kam, sondern das schon immer da war. Sie sind die direktesten Nachfahren der frühen neolithischen Bauern Europas und tragen sogar noch ein Erbe der paläolithischen Jäger und Sammler in sich. Ihre geografische Isolation in den Pyrenäen schützte nicht nur ihre Gene, sondern auch ihre Sprache vor dem Wandel, der den Rest des Kontinents erfasste. Atmen Sie tief ein und lassen Sie uns gedanklich eine Reise antreten, die uns an den Anbeginn einer neuen Zeit für Europa führt. Wir befinden uns am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren. Die großen Gletscher ziehen sich zurück und geben ein verändertes, fruchtbares Land frei. Hier
In den Tälern und an den Küsten des Golfs von Biskaya leben die Vorfahren der Basken. Sie sind die letzten Jäger und Sammler Westeuropas, Erben einer Lebensweise, die Zehntausende von Jahren Bestand hatte. Ihre Welt ist geprägt vom Rhythmus der Natur, von der Wanderung der Tierherden und dem Wechsel der Jahreszeiten. Doch aus dem Osten, aus dem fernen Anatolien und dem Nahen Osten nähert sich eine Revolution, die alles verändern wird: die Landwirtschaft. Diese ersten Bauern bringen neue Technologien, domestizierte Tiere wie Schafe und Ziegen und das Wissen über den Anbau von Getreide mit sich. Sie breiten sich langsam aber stetig über den Kontinent aus und vermischen sich mit den ansässigen Jäger- und Sammlerpopulationen. An den meisten Orten Europas wird die ursprüngliche genetische Signatur der Jäger fast vollständig durch die der Neuankömmlinge ersetzt. Doch im gebirgigen Refugium der Pyrenäen geschieht etwas Bemerkenswertes. Die genetische Forschung der letzten Jahrzehnte zeichnet hier ein faszinierendes Bild. Moderne Basken tragen einen ungewöhnlich hohen Anteil an Genen in sich, die direkt auf diese prähistorischen Jäger und Sammler zurückgehen. Es scheint, als hätten ihre Vorfahren die Neuankömmlinge und ihre landwirtschaftlichen Techniken zwar aufgenommen, sich aber genetisch nur in begrenztem Maße mit ihnen vermischt. Sie übernahmen das neue Wissen, passten es an ihre Umgebung an, bewahrten aber ihre genetische Identität in einem Maße, das in Europa einzigartig ist. Die Basken sind somit kein vollständig isoliertes Relikt, sondern vielmehr ein Mosaik, ein Fenster in die tiefe genetische Vergangenheit unseres Kontinents. Sie sind der lebende Beweis für die Menschen, die Europa nach der Eiszeit wieder besiedelten, ein genetisches Echo aus einer Zeit, bevor die großen Migrationen der Bronze- und Eisenzeit das Antlitz des Kontinents für immer veränderten. Die Landschaft selbst erzählt eine Geschichte. Stellen Sie sich die zerklüftete Küste des Golfs von Biskaya vor, wo grüne, sanfte Hügel abrupt auf den wilden Atlantik treffen. Im Landesinneren erheben sich die westlichen Ausläufer der Pyrenäen, ein Labyrinth aus Kalksteinfelsen, tiefen Schluchten und dichten Wäldern. Dieses Land bot den frühen Menschen nicht nur Nahrung im Überfluss, sondern auch Schutz. Der poröse Kalkstein ist von unzähligen Höhlen durchzogen. Natürliche Kathedralen, die über Jahrtausende hinweg als Wohnstätten, Werkstätten und heilige Orte dienten. In diesen stillen, dunklen Räumen finden wir die direktesten Spuren unserer ältesten Vorfahren. Archäologen haben in Höhlen wie Santi Mamigne, Ekain oder Alxerri Schicht für Schicht die Geschichte der menschlichen Anwesenheit freigelegt. Jeder Zentimeter Erde ist ein Archiv der Zeit. Wir finden die Überreste von Feuerstellen, an denen Familien sich wärmten und ihre Mahlzeiten zubereiteten. Wir finden unzählige Steinwerkzeuge, fein gearbeitete Klingen, Schaber und Speerspitzen, die von der Geschicklichkeit und dem Intellekt ihrer Schöpfer zeugen. Knochen von erlegten Tieren wie Hirschen, Bisons und Pferden verraten uns ihre Jagdstrategien und ihre Ernährung. Diese Höhlen waren keine primitiven Behausungen, sondern komplexe Lebensräume. Der Eingangsbereich, hell und luftig, diente dem täglichen Leben. Tiefer im Inneren, in der ewigen Dunkelheit, lagen die Bereiche, die möglicherweise für Rituale, für Zeremonien, für die Begegnung mit dem Heiligen reserviert waren. Wenn wir heute eine dieser Höhlen betreten, spüren wir die Kühle der Felswände und hören das Echo unserer eigenen Schritte. Es ist, als ob die Zeit stillsteht. Wir wandeln auf demselben Boden wie Menschen vor 20.000 Jahren.
Diese steinernen Archive sind keine Museen, sondern lebendige Zeugen einer tiefen, ununterbrochenen Verbindung zwischen Mensch und Landschaft. Eine Verbindung, die das Fundament der baskischen Identität bis heute prägt. Lassen Sie uns nun tiefer in diese Höhlen vordringen, hinein in die absolute Dunkelheit, nur geführt vom flackernden Schein einer imaginären Fackel. Hier, an den verborgenen Wänden, offenbart sich das vielleicht größte Wunder der prähistorischen Welt: die paläolithische Kunst. Diese Malereien und Gravuren sind keine bloßen Dekorationen. Sie sind die Gedanken, die Mythen und die spirituelle Welt unserer Vorfahren in Stein gemeißelt für die Ewigkeit. In der Höhle von Ekain galoppiert eine Herde von Pferden mit einer Lebendigkeit über den Fels, die uns den Atem raubt. Ihre Muskeln scheinen sich unter der Haut zu bewegen, ihre Nüstern zu beben. In Al-Xerri sehen wir die mächtigen Umrisse von Bisons, Symbole für Stärke und die nährende Kraft der Natur. Diese Künstler nutzten die natürlichen Wölbungen und Risse im Fels, um ihren Tieren eine dreidimensionale Qualität zu verleihen. Sie mischten Pigmente aus Ocker, Manganoxid und Holzkohle, um eine Palette aus Rot, Schwarz und Gelbtönen zu erschaffen. Doch was bedeuten diese stummen Zeugen? Waren es Jagdzauber, um den Erfolg der Jäger zu sichern? Waren es Darstellungen aus schamanischen Trance-Reisen? Ein Versuch, mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten? Oder waren es Totems, die die Identität verschiedener Clans repräsentierten? Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Die Kunst bleibt ein tiefes Mysterium. Und hier stellt sich die provokanteste Frage von allen: Besteht eine Verbindung zwischen diesen eiszeitlichen Künstlern und den heutigen Basken? Gibt es eine ununterbrochene kulturelle Linie, die sich über 15.000 Jahre erstreckt? Einige Forscher deuten auf Symbole in der späteren baskischen Volkskunst hin, die an prähistorische Motive erinnern. Es ist eine verlockende, romantische Vorstellung. Doch wir müssen als Historiker vorsichtig sein. Es gibt keine schriftlichen Quellen, keine eindeutigen Beweise, die diese Brücke über die Jahrtausende schlagen könnten. Die Kunst bleibt stumm, ein Echo aus einer verlorenen Welt. Aber sie beweist, dass in diesem Teil Europas eine zutiefst kreative und symbolisch denkende Kultur existierte, deren Nachhall vielleicht, nur vielleicht, bis in die Gegenwart reicht. Die Jahrtausende vergehen. Die Bronze- und Eisenzeit bringen neue Völker und Kulturen nach Europa, darunter die Kelten, deren Einfluss sich über weite Teile der iberischen Halbinsel erstreckt. Doch in den westlichen Pyrenäen hält sich ein Volk, das eine vorindoeuropäische Sprache spricht. Es ist die Zeit, in der das Rätsel der Basken aus dem Nebel der Vorgeschichte in das Licht der geschriebenen Geschichte tritt. Denn nun nähert sich eine Macht, die die Welt verändern wird: Rom. Die römischen Legionen, unaufhaltsam und diszipliniert, erobern die iberische Halbinsel. In den Schriften römischer Geographen und Historiker wie Strabo und Plinius dem Älteren taucht zum ersten Mal ein Name auf: die Vasconen. Sie werden als ein Volk beschrieben, das in den gebirgigen Gebieten des heutigen Navarra und Teilen Aragoniens lebt. Ihr Ruf ist der von widerstandsfähigen, kriegerischen Bergvölkern, die sich nur schwer unterwerfen lassen. Die Begegnung zwischen den Vasconen und dem Römischen Reich war jedoch keine einfache Geschichte von Eroberung und Unterdrückung. Rom war pragmatisch. Ihre Strategie konzentrierte sich auf die Kontrolle der fruchtbaren Täler, der wichtigen Handelsrouten und der reichen Erzvorkommen. Die Römer gründeten Städte wie Pompaelo, das heutige Pamplona, als Verwaltungszentren
und militärische Stützpunkte. In diesen urbanen Zentren und den umliegenden Villen fand eine Romanisierung statt. Latein wurde zur Sprache der Verwaltung und des Handels. Doch in den entlegenen, unwegsamen Tälern der Pyrenäen lebten die Vaskonen weitgehend nach ihren eigenen Gesetzen. Sie schlossen Verträge mit den Römern, lieferten Soldaten für deren Hilfstruppen und trieben Handel. Im Gegenzug ließ Rom sie weitgehend in Ruhe. Diese relative Isolation ermöglichte es den Vaskonen, ihre einzigartige Sprache und ihre kulturellen Traditionen zu bewahren, während um sie herum die keltiberischen Stämme langsam in der römischen Welt aufgingen. Die Adler Roms kamen und gingen, doch die Sprache der Vaskonen, das Protobaskische, überlebte im Schutz der Berge. Es war diese Widerstandsfähigkeit, diese Fähigkeit zur Anpassung ohne Selbstaufgabe, die das Überleben dieses einzigartigen Volkes bis in unsere Zeit sichern sollte. Guten Abend. Wenn wir den Spuren der Basken folgen, müssen wir lernen, nicht nur auf das zu hören, was laut gesprochen wird, sondern auch auf das Flüstern, das unter dem Lärm der Geschichte verborgen liegt. Eine der faszinierendsten und zugleich umstrittensten Ideen in der historischen Linguistik ist die vaskonische Substrattheorie. Sie postuliert, dass das Baskische oder eine Familie verwandter Sprachen einst ein weitaus größeres Gebiet Westeuropas umfasste, bevor die Wellen der indoeuropäischen Völker über den Kontinent rollten. Stellen Sie sich eine alte Landkarte vor, auf der die vertrauten Namen noch nicht existieren. An ihrer Stelle liegt eine Landschaft, deren Flüsse, Berge und Täler Namen in einer Sprache tragen, die wir heute als Proto-Baskisch bezeichnen könnten. Als die Sprecher des Keltischen, des Lateinischen und später der germanischen Sprachen ankamen, übernahmen sie oft die bestehenden Namen für die geografischen Gegebenheiten. Die alte Sprache starb aus, doch ihr Echo blieb in der Toponymie, den Ortsnamen erhalten, ein sprachliches Substrat. Die stärksten Indizien finden wir in den Pyrenäen. Täler wie das Val d'Aran, Aran, ist das baskische Wort für Tal. Gipfel mit dem Element Eiz oder Heiz, was Fels oder Stein bedeutet. Dies sind relativ unumstrittene Überbleibsel. Doch einige Forscher, allen voran der deutsche Linguist Theo Wennemann, gingen viel weiter. Er schlug vor, dass unzählige alte Flussnamen in ganz Europa, von der britischen Themse bis zur italienischen Tiber, auf vaskonische Wurzeln zurückgehen könnten. Diese Hypothese ist in der Fachwelt höchst umstritten. Viele Linguisten sehen darin Zufälle oder alternative indoeuropäische Etymologien. Doch die Idee bleibt verlockend. Sie zeichnet das Bild eines fast ausgelöschten Europas, einer sprachlichen Welt, die unter dem Latein und seinen Nachfolgern begraben liegt. Wir hören vielleicht nur noch die Geister von Wörtern, die Echos einer Zeit, in der Euskara oder seine Verwandten die Lingua Franca der Jäger und Sammler Westeuropas waren. Es ist eine Suche nach den schwächsten Signalen im Rauschen der Zeit, ein Versuch, eine Sprache zu rekonstruieren, die nur noch in den Namen von stummen Felsen und unvergänglichen Flüssen zu uns spricht. Lassen Sie uns nun die Welt der Zahlen und Fakten für einen Moment verlassen und in eine Sphäre eintreten, die von Mythen und Symbolen regiert wird. Um die Seele des alten baskischen Volkes zu verstehen, müssen wir seine Götter kennenlernen. Im Zentrum dieses Pantheons thront keine väterliche Himmelsgestalt, sondern eine mächtige, allumfassende Göttin, Mari. Mari ist nicht einfach eine Göttin, die in der Natur lebt. Sie ist die Natur. Sie ist die Erde selbst, die personifizierte Kraft der Schöpfung und Zerstörung. Ihre Wohnsitze sind die tiefsten Höhlen in den heiligen Bergen wie Anboto,
oder Chindoki. Von dort aus herrscht sie über das Wetter, die Ernten und das Schicksal der Menschen. Sie erscheint in vielerlei Gestalt: als elegante Dame, als Baum, als Sichel aus Feuer am Himmel. Sie ist die Hüterin des Gleichgewichts, eine Instanz, die Lüge und Diebstahl bestraft und Gerechtigkeit walten lässt. Ihr zur Seite steht Sugaar, ihr Gemahl. Sein Name bedeutet männliche Schlange, und er ist eine chtonische Gottheit, verbunden mit Stürmen, Blitzen und der Unterwelt. Oft wird er als Schlange oder Drache dargestellt. Wenn Mari und Sugaar sich in den Höhlen der Berge treffen, entfesseln sie gewaltige Gewitter, die den Himmel erzittern lassen. Ihre Verbindung ist nicht von sanfter Harmonie geprägt, sondern von einer dynamischen, urwüchsigen Spannung. Eine Vereinigung von Erde und Himmel, von Feuchtigkeit und Feuer, die das Leben selbst hervorbringt. Um dieses göttliche Paar herum bevölkern unzählige weitere Wesen die baskische Mythologie. Da sind die Lamiak, wunderschöne, nymphenartige Kreaturen mit Entenfüßen, die an Flüssen und Quellen hausen und den Menschen helfen oder schaden können. Und die Gentilak, heidnische Riesen, denen man den Bau der prähistorischen Dolmen und Steinkreise zuschreibt. Sie repräsentieren das Volk, das vor der Ankunft des Christentums lebte, stark und im Einklang mit der wilden Natur. Diese Mythologie ist kein abstraktes theologisches System. Sie ist eine lebendige Beschreibung der Landschaft und der Kräfte, die in ihr wirken, ein Fenster in eine animistische Weltanschauung, in der jeder Berg, jeder Fluss und jeder Wald eine Seele besaß. Die Gestalt der Mari ist so kraftvoll und ursprünglich, dass sie uns unweigerlich dazu einlädt, über die Grenzen des Baskenlandes hinauszublicken. Ist sie ein isoliertes Phänomen oder der letzte lebende Spross einer viel älteren, weit verbreiteten religiösen Tradition? Wenn wir in die Tiefen der europäischen Vorgeschichte hinabsteigen, finden wir faszinierende Parallelen. Die unzähligen Venusfiguren der Altsteinzeit, von Willendorf bis Lespug, deuten auf eine jahrtausendealte Verehrung eines weiblichen Prinzips hin, das mit Fruchtbarkeit und der Erde selbst verbunden war. Im neolithischen Alteuropa, wie es die Archäologin Maria Gimbutas beschrieb, scheinen erd- und wasserverbundene Göttinnen im Zentrum des Glaubens gestanden zu haben, lange bevor die indoeuropäischen Stämme ihre von männlichen Himmelsgöttern dominierten Pantheons mitbrachten. Denken wir an die minoische Schlangengöttin auf Kreta oder die anatolische Kybele, die Magna Mater, die Große Mutter, deren Kult später sogar von den Römern übernommen wurde. In diesen Figuren hallt das Echo einer Göttin wider, die wie Mari die Herrin der Tiere, der Berge und der Unterwelt ist. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass diese Kulte entweder von den neuen Religionen verdrängt oder so stark synkretisiert wurden, dass ihre ursprüngliche Form kaum noch erkennbar ist. Die indoeuropäischen Götterwelten der Griechen, Römer, Germanen oder Kelten sind patriarchalisch strukturiert. An ihrer Spitze steht ein Himmelsvater und Gewittergott, Zeus, Jupiter, Thor, Taranis. Die weiblichen Gottheiten sind zwar mächtig, aber meist in die männlich dominierte Ordnung eingegliedert, als Ehefrauen, Schwestern oder Töchter. In der baskischen Mythologie hingegen bleibt Mari die oberste Instanz. Sie ist souverän. Sugaar ist ihr Gemahl, nicht ihr Herr. Diese Konstellation wirkt wie ein Relikt aus einer Zeit vor dieser patriarchalen Wende. Das Baskenland erscheint hier wie eine religiöse Insel, auf der eine ältere europäische Glaubensvorstellung die Ankunft der Indoeuropäer überdauern konnte.
geschützt durch die Berge und die sprachliche Barriere. Es ist eine faszinierende, wenn auch nicht endgültig beweisbare Vorstellung, dass wir im Glauben an Mari nicht nur eine lokale Mythologie betrachten, sondern einen seltenen Blick auf das spirituelle Fundament des prähistorischen Europas erhaschen. In der reichen Symbolwelt der baskischen Kultur gibt es kein Zeichen, das so bekannt und gleichzeitig so rätselhaft ist wie das Lauburu. Sein Name bedeutet 4 Köpfe oder 4 Enden. Es ist ein Kreuz, dessen Arme sich in kurvigen, kommaartigen Formen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Heute ist es allgegenwärtig. Auf Souvenirs, Schmuck, als Logo für Unternehmen und als stolzes Zeichen baskischer Identität. Doch seine Wurzeln reichen tiefer als moderne Politik und Kultur. Sie führen uns in eine Vergangenheit, deren Bedeutung wir nur noch erahnen können. Historisch gesichert taucht das Lauburu in seiner bekannten Form erst relativ spät auf, vor allem auf Grabstelen des 16. und 17. Jahrhunderts in den Pyrenäen. Es scheint dort eine apotropäische Funktion gehabt zu haben, ein Schutzsymbol, das das Böse abwehren und der Seele des Verstorbenen Frieden bringen sollte. Doch seine Form ist viel älter. Es gehört zur großen Familie der Hakenkreuze oder Swastiken, Symbole, die seit dem Neolithikum in Kulturen auf der ganzen Welt auftauchen, von Indien bis Irland. Diese Symbole sind fast immer mit der Sonne, dem Lauf des Lebens und dem kosmischen Zyklus verbunden. Was also bedeutete das Lauburu für die Menschen, die es vor Jahrhunderten in Stein meißelten? Die Interpretationen sind vielfältig und spekulativ. Einige sehen darin ein Sonnensymbol, dessen 4 Arme die Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen darstellen, die 4 Eckpfeiler des Jahres. Andere deuten es als Symbol für die 4 klassischen Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer. Wieder andere sehen darin die Zyklen des Lebens, Geburt, Jugend, Alter und Tod. Es könnte auch die 4 Regionen des historischen Baskenlandes repräsentieren. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Das Lauburu ist ein Symbol ohne Text. Es gibt keine antike Quelle, die seine Bedeutung erklärt. Es ist wie ein einzelnes, wunderschönes Wort, das aus einer ansonsten verlorenen Sprache übrig geblieben ist. Vielleicht ist es genau das, der letzte sichtbare Rest einer ganzen Kosmologie. Eine komplette Weltsicht, komprimiert in 4 wirbelnden Armen. Ein stummer Zeuge für ein System des Glaubens und Wissens, das verschwunden ist und uns nur dieses elegante, tiefgründige und letztlich ungelöste Rätsel hinterlassen hat. Guten Abend. In einer Zeit, in der Europa von den Launen absoluter Monarchen und der starren Hierarchie des Feudalismus geprägt war, existierte in den Tälern und an den Küsten des Baskenlandes eine bemerkenswert andere Form der gesellschaftlichen Organisation. Wir sprechen von den Fueros, einem komplexen System von Gesetzen, Rechten und Pflichten, das die Beziehung zwischen dem baskischen Volk und den Kronen von Kastilien, Navarra und Frankreich über Jahrhunderte regelte. Diese Fueros waren keine einfachen Gesetzeskodizes, die von oben herab dekretiert wurden. Sie waren vielmehr lebendige Verträge, gewachsen aus altem Gewohnheitsrecht, die die kollektiven Freiheiten und die Selbstverwaltung der baskischen Provinzen garantierten. Jede Provinz, ja sogar viele einzelne Täler und Städte, hatten ihre eigenen, spezifischen Fueros, die sorgfältig ausgehandelt und eifersüchtig gehütet wurden. Das Herzstück dieses Systems war der Gedanke, dass die Souveränität nicht bei einem einzelnen Herrscher lag, sondern in der Gemeinschaft selbst. Symbolischer Mittelpunkt dieses Rechtsverständnisses war und ist der Baum von Guernica. Unter dieser Eiche versammelten sich die Vertreter der Provinzen Biscaya
um ihre Gesetze zu beschließen und dem jeweiligen Herrn von Biskaya, der oft auch der König von Kastilien war, die Treue zu schwören. Doch dieser Schwur war an eine Bedingung geknüpft. Der Herrscher musste im Gegenzug schwören, die baskischen Freiheiten, die Fueros, zu respektieren. Ein Bruch dieses Eides durch den Monarchen hätte die Basken von ihrer Treuepflicht entbunden. Die Fueros regelten nahezu alle Aspekte des Lebens, von der Steuererhebung, die oft minimal war, über das Erbrecht, das in einigen Regionen Frauen gleichstellte, bis hin zur Wehrpflicht. Basken waren beispielsweise davon befreit, außerhalb ihres eigenen Territoriums Militärdienst zu leisten. Dieses System schuf eine Gesellschaft von bemerkenswerter Gleichheit und Eigenständigkeit, die sich stark von ihren Nachbarn unterschied. Es war kein demokratisches System im modernen Sinne, aber es war eine Form der konstitutionellen Selbstverwaltung, die tief in der Identität des Volkes verwurzelt war und den Grundstein für ihren Zusammenhalt und ihre einzigartige Kultur legte. Während die Fueros das gesellschaftliche Leben an Land ordneten, entwickelte sich an den Küsten des Baskenlandes eine andere, nicht minder beeindruckende Tradition, die des Walfangs. Lange bevor andere europäische Nationen die Jagd auf die Giganten der Meere für sich entdeckten, hatten die Basken sie bereits zur Perfektion gebracht. Ihre Reise begann bescheiden in den heimischen Gewässern des Golfs von Biskaya, wo sie den Nordkaper jagten, einen langsam schwimmenden Wal, der praktischerweise nach seinem Tod an der Wasseroberfläche trieb. Doch als die Bestände hier zurückgingen, blickten die baskischen Seeleute weiter hinaus, weit über die bekannten Grenzen ihrer Welt. Angetrieben von der unstillbaren europäischen Nachfrage nach Walöl, dem Leuchtmittel und Schmierstoff des Mittelalters, wagten sie sich in die eisigen Weiten des Nordatlantiks. Ihre Schiffe, die robusten und seetüchtigen Tixalupas, waren Meisterwerke des Schiffbaus. Mit diesen wendigen Booten verfolgten sie ihre Beute und stießen dabei schon im 15., vielleicht sogar im 14. Jahrhundert bis an die Küsten von Neufundland und Labrador vor, ein Gebiet, das sie Terra Nova nannten. Sie waren die ersten Europäer nach den Wikingern, die diesen Kontinent erreichten und dort systematisch wirtschafteten. An den kargen Küsten Kanadas errichteten sie saisonale Siedlungen mit steinernen Schmelzöfen, den sogenannten Dry Works, in denen sie den Walspeck zu wertvollem Öl verarbeiteten. Archäologische Funde, wie die einer versunkenen baskischen Galeone im Red Bay Harbor, zeugen von der erstaunlichen Reichweite und Organisation dieses Unternehmens. Hunderte von Männern verbrachten Monate in dieser rauen, neuen Welt, weit weg von zu Hause. Sie waren keine Eroberer im klassischen Sinne. Sie waren spezialisierte Jäger und Händler, die einem einzigen, gefährlichen Zweck folgten. Ihr Mut, ihre navigatorischen Fähigkeiten und ihre fortschrittliche Technik sicherten ihnen für über 2 Jahrhunderte ein Quasi-Monopol auf den europäischen Walfang. Sie waren die unbestrittenen Meister des Atlantiks, deren stille, aber tiefgreifende Präsenz die Geschichte der Seefahrt und der Entdeckungen nachhaltig prägte. Die weiten Reisen der baskischen Walfänger führten nicht nur zu geografischen Entdeckungen, sondern auch zu faszinierenden kulturellen und linguistischen Begegnungen. Eine der bemerkenswertesten Spuren, die sie hinterließen, ist ein fast vergessenes Kapitel der Sprachgeschichte: das baskisch-isländische Pidgin. Als die baskischen Flotten im 17. Jahrhundert ihre Jagdgründe weiter nach Nordosten ausdehnten, wurden die Küsten-Islands zu einem wichtigen Anlaufpunkt. Hier trafen 2 völlig unterschiedliche Welten aufeinander:
die Romanisch und Baskisch sprechenden Seeleute aus dem Süden und die Altnordisch sprechenden Isländer. Aus der Notwendigkeit des Handels, der Reparatur von Schiffen und der einfachen zwischenmenschlichen Kommunikation entstand eine neue, rudimentäre Sprache. Ein Pidgin ist keine voll entwickelte Sprache mit komplexer Grammatik. Es ist eine reduzierte Kontaktsprache, die entsteht, wenn Sprecher ohne gemeinsame Sprache miteinander kommunizieren müssen. Sie entlehnt Vokabular von einer oder mehreren Sprachen und legt es über eine stark vereinfachte grammatische Struktur. Das baskisch-isländische Pidgin war genau das. Ein Werkzeug, geschaffen für den Augenblick. Es bestand hauptsächlich aus baskischen Wörtern, gemischt mit germanischen und romanischen Einflüssen, die auf eine sehr einfache, fast universelle Grammatik angewendet wurden. Glücklicherweise ist dieses flüchtige linguistische Phänomen nicht völlig verloren. Es überlebte in isländischen Manuskripten und Glossaren aus dem 17. und 18. Jahrhundert, die von neugierigen Gelehrten niedergeschrieben wurden. Diese Listen enthalten Hunderte von Wörtern und kurzen Sätzen. Ein Eintrag lautet zum Beispiel Forjumala Gisuna, was so viel bedeutet wie »Was sagst du, Mann?« Hier sehen wir eine Mischung aus germanischen Elementen wie Forju und dem baskischen Wort Gison für Mann. Diese rudimentären Sätze sind wie sprachliche Fossilien. Sie zeugen von der pragmatischen Genialität einfacher Menschen, die kulturelle und sprachliche Barrieren überwinden mussten, um zu überleben und Handel zu treiben. Das baskisch-isländische Pidgin ist ein leises, aber eindringliches Echo aus einer Zeit, in der die baskische Sprache weit über ihre heimatlichen Berge hinaus auf den Weltmeeren gesprochen wurde. Wir kehren nun zurück zum Kern des baskischen Rätsels, zu seiner Sprache, dem Euskara. Nachdem wir ihre Widerstandsfähigkeit und ihre unerwartete Verbreitung auf den Ozeanen betrachtet haben, stellt sich die fundamentale Frage, die Linguisten seit Jahrhunderten beschäftigt. Woher kommt sie? Was ist ihre Familie? Jede Suche nach dem Ursprung einer Sprache ist die Suche nach einer Schwester, nach einer gemeinsamen Urahnin. Doch im Falle des Baskischen ist diese Suche bis heute ergebnislos geblieben. Euskara steht in Europa und vielleicht sogar auf der Welt vollkommen allein da. Es ist ein echtes Sprachisolat. Im Laufe der Jahre wurden unzählige Hypothesen aufgestellt, um diese rätselhafte Isolation zu durchbrechen. Eine der ältesten und naheliegendsten Theorien verband das Baskische mit dem antiken Iberischen, der Sprache, die vor der Ankunft der Römer auf der Iberischen Halbinsel gesprochen wurde. Es gibt zwar einige phonetische Ähnlichkeiten, aber die Grammatik und der Kernwortschatz sind grundverschieden. Die iberische Sprache ist selbst nur unzureichend entziffert, was einen endgültigen Vergleich unmöglich macht. Die Theorie gilt heute als weitgehend widerlegt. Eine andere, einst populäre Hypothese versuchte, eine Brücke über den ganzen Kontinent zu schlagen und das Baskische mit den kaukasischen Sprachen wie dem Georgischen in Verbindung zu bringen. Diese sogenannte Vasko-kaukasische Theorie basierte auf einigen typologischen Ähnlichkeiten in der Grammatik, wie der Ergativität. Doch die rigorosen Methoden der historischen Linguistik, die nach regelmäßigen Lautentsprechungen und einem gemeinsamen Grundwortschatz suchen, konnten keine stichhaltigen Beweise für eine Verwandtschaft finden. Auch Vergleiche mit den Berbersprachen Nordafrikas oder anderen alten Sprachen Eurasiens führten ins Leere. Jede vermeintliche Verbindung erwies sich bei genauerer Prüfung als zufällige Ähnlichkeit
oder als spätere Entlehnung. Die moderne Linguistik steht hier an einem Scheideweg. Die Werkzeuge, die uns geholfen haben, die indoeuropäische Sprachfamilie zu rekonstruieren, versagen beim Baskischen. Es scheint, als seien alle seine Verwandten, falls es je welche gab, spurlos im Nebel der Vorgeschichte verschwunden. Diese Isolation ist keine Niederlage für die Wissenschaft, sondern eine faszinierende Tatsache. Sie macht Euskara zu einem unschätzbaren Fenster in eine Zeit, bevor die großen Sprachfamilien, die wir heute kennen, Europa dominierten. Wenn wir unsere Reise aus den nebligen Tälern der Vorgeschichte in die Gegenwart verlagern, finden wir ein Volk vor, das seine einzigartige Identität nicht als museales Relikt, sondern als lebendige, atmende Kraft begreift. Das Baskentum des 21. Jahrhunderts ist ein faszinierendes Mosaik, in dem uralte Traditionen auf die Herausforderungen und Chancen der Globalisierung treffen. Im Herzen dieser modernen Identität steht, wie seit jeher, die Sprache Euskara. Sie ist mehr als ein Kommunikationsmittel. Sie ist der Code, in dem das kulturelle Gedächtnis gespeichert ist, der Schlüssel zur Seele des Volkes. Die Wiederbelebung der Sprache, insbesondere durch die Ikastolak, die baskischen Sprachschulen, die während der Franco-Diktatur im Geheimen begannen, ist eine der bemerkenswertesten kulturellen Erfolgsgeschichten Europas. Es war ein Akt des zivilen Ungehorsams, getragen von der Überzeugung, dass mit dem Verlust der Sprache auch das Volk verschwinden würde. Heute ist Euskara eine offizielle Sprache, die in Schulen, Universitäten und Medien präsent ist. Doch die baskische Identität drückt sich nicht nur in der Sprache aus. Sie manifestiert sich in der weltberühmten Gastronomie, die lokale Zutaten mit avantgardistischer Innovation verbindet. Sie zeigt sich in traditionellen Sportarten wie Pelota, einem Spiel von explosiver Kraft und Präzision, das in jedem Dorf auf dem Frontonplatz gespielt wird. Sie lebt in den farbenfrohen Festen, den Gesängen und Tänzen, die den Rhythmus des Jahres bestimmen. Der moderne Baske ist oft ein Weltbürger, der fließend mehrere Sprachen spricht und in einer vernetzten europäischen Wirtschaft agiert. Gleichzeitig trägt er ein tiefes Bewusstsein für seine Wurzeln in sich. Das Konzept von Euskal Herria, dem Baskenland, überschreitet die politischen Grenzen zwischen Spanien und Frankreich. Es ist ein kultureller Raum, der durch gemeinsame Geschichte, Traditionen und vor allem durch die Sprache definiert wird. Diese Fähigkeit, eine archaische Identität zu bewahren und sie gleichzeitig ständig neu zu erfinden, ist vielleicht das größte moderne Wunder der Basken. Sie sind der lebende Beweis, dass die Vergangenheit nicht begraben werden muss, um in der Zukunft zu bestehen. Die Frage, die sich wie ein roter Faden durch unsere Erzählung zieht, ist vielleicht die erstaunlichste von allen. Wie konnte es geschehen? Wie konnte diese eine, einsame Sprache, Euskara, die Flut der indoeuropäischen Expansion überleben, die keltische, iberische und unzählige andere Sprachen hinwegschwemmte? Wie konnte sie der homogenisierenden Macht Roms widerstehen, die Gallien, Hispanien und Britannien sprachlich neu formte? Die Antwort ist kein einzelner Faktor, sondern ein Zusammenspiel von Geographie, Gesellschaftsstruktur und einem unbezwingbaren kulturellen Willen. Zunächst die Geographie. Die westlichen Pyrenäen sind kein unüberwindbares Hindernis, aber sie sind ein Labyrinth aus steilen Tälern, dichten Wäldern und engen Pässen. Dieses zerklüftete Terrain bot natürlichen Schutz. Es schuf isolierte Gemeinschaften, in denen fremde Einflüsse nur langsam und gefiltert ankamen.
Während die römischen Legionen und Händler die flachen Ebenen und Küsten kontrollierten, blieben die baskischen Kernlande weitgehend sich selbst überlassen. Zweitens, die soziale Organisation. Die traditionelle baskische Gesellschaft basierte nicht auf großen Städten, die leicht zu erobern und zu assimilieren waren, sondern auf dem Baserri, dem autarken Gehöft. Diese dezentrale Struktur machte eine kulturelle Unterwerfung extrem schwierig. Es gab kein einzelnes Machtzentrum, dessen Fall das Ende bedeutet hätte. Die Sprache und die Kultur lebten in tausenden kleinen, widerstandsfähigen Einheiten weiter. Drittens, und vielleicht am wichtigsten, war eine Form des kulturellen Konservatismus. Die Basken zeigten eine bemerkenswerte Fähigkeit, neue Technologien und Ideen zu übernehmen, ohne dabei ihre grundlegende Identität und ihre Sprache aufzugeben. Sie wurden zu geschickten Seefahrern, Eisenverarbeitern und Händlern, aber zu Hause, am Feuer des Baserri, sprachen sie weiterhin die Sprache ihrer Ahnen. Selbst die späteren Fueros, die mittelalterlichen Sonderrechte, die den baskischen Provinzen von den spanischen und französischen Kronen gewährt wurden, waren eine Anerkennung dieser bereits existierenden, tief verwurzelten Eigenständigkeit. Sie institutionalisierten eine Form der Autonomie, die es der Kultur ermöglichte, unter dem Dach größerer Reiche zu gedeihen. Das Überleben des Euskara ist also kein passives Verharren in der Isolation, sondern eine aktive, jahrtausendelange Leistung der Anpassung und des Widerstands. Es ist das sprachliche Echo eines Volkes, das sich weigerte, im Strom der Geschichte unterzugehen. Nachdem wir durch die Labyrinthe der Theorien und die Tiefen der Zeit gereist sind, ist es an der Zeit, innezuhalten und zusammenzufassen, was die moderne Wissenschaft mit Sicherheit sagen kann. Abseits von Spekulationen und Mythen zeichnet sich ein klares, wenn auch unvollständiges Bild ab. Erstens, die Genetik. Die genetische Forschung der letzten Jahrzehnte hat bahnbrechende Erkenntnisse geliefert. Die Basken sind keine mysteriöse Einwanderergruppe aus einem fernen Land. Im Gegenteil, sie sind die direktesten Nachfahren der Jäger und Sammler, die Westeuropa nach der letzten Eiszeit wieder besiedelten, vermischt mit den ersten neolithischen Bauern, die vor etwa 7500 Jahren in die Region kamen. Sie stellen eine bemerkenswerte genetische Kontinuität dar, die in anderen Teilen Europas durch spätere Migrationen wie die der Indoeuropäer aus der Steppe stark überlagert wurde. Sie sind, genetisch gesprochen, das Echo des prähistorischen Europas. Zweitens, die Linguistik. Euskara ist nachweislich ein Sprachisolat. Es gehört zu keiner bekannten Sprachfamilie der Welt. Alle Versuche, es mit kaukasischen, berberischen oder anderen alten Sprachen zu verbinden, sind an den strengen Kriterien der vergleichenden Sprachwissenschaft gescheitert. Seine Grammatik, sein Vokabular und seine Struktur sind einzigartig. Wir wissen, dass es eine vorindoeuropäische Sprache ist, ein Überbleibsel aus einer Zeit, bevor Keltisch, Latein oder Germanisch den Kontinent prägten. Drittens, die Archäologie. Die archäologischen Funde im Baskenland zeigen eine ununterbrochene Besiedlungsgeschichte, die von den paläolithischen Höhlenmalereien wie in Santimaminje bis in die Eisenzeit reicht. Es gibt keine archäologischen Beweise für eine plötzliche massive Einwanderung, die die Ankunft eines völlig neuen Volkes markieren würde. Stattdessen sehen wir eine langsame, kontinuierliche kulturelle Entwicklung vor Ort. Was wir also mit Sicherheit wissen, ist vielleicht noch erstaunlicher als jeder Mythos. Die Basken sind kein Rätsel, weil sie von außen kamen, sondern weil sie schon immer da waren.
Sie sind das Ergebnis einer jahrtausendelangen Entwicklung an Ort und Stelle, ein Fenster in die tiefe Vergangenheit unseres Kontinents. Die wahre Sensation ist nicht eine exotische Herkunft, sondern die schier unglaubliche Tatsache ihres Überlebens und ihrer Kontinuität an Ort und Stelle. Unsere Reise nähert sich ihrem Ende, doch die Geschichte der Basken ist weit davon entfernt, auserzählt zu sein. Wir haben Fakten zusammengetragen, Mythen entlarvt und die Fäden der Genetik, Sprache und Geschichte verwoben. Doch am Ende stehen wir, wie so oft in der Auseinandersetzung mit der tiefen Vergangenheit, vor einem Kern ungelöster Fragen, vor einem stillen Mysterium. Die größte offene Frage bleibt die nach dem Ursprung der Sprache selbst. Wenn Euskara ein Überbleibsel einer alten europäischen Sprachlandschaft ist, wie sah diese Landschaft aus? War es Teil einer größeren Familie von Sprachen, die heute als vaskonische Sprachen hypothetisiert werden und die sich einst über Westeuropa erstreckten? Oder war es schon immer ein Isolat in einer sprachlich vielfältigen Welt? Ohne eine Zeitmaschine oder die Entdeckung verwandter, verschriftlichter Sprachen werden wir es vielleicht nie mit letzter Sicherheit wissen. Die Steine und Knochen schweigen über die Laute, die sie einst umgaben. Das Erbe der Basken ist somit auch ein Erbe der Demut für uns. Es erinnert uns daran, wie viel von der menschlichen Vergangenheit für immer verloren ist, wie viele Geschichten, Sprachen und Völker spurlos verschwunden sind. Die Basken sind die Ausnahme, die uns die Regel vor Augen führt. Ihr Fortbestehen ist ein historischer Zufall von unschätzbarem Wert, ein lebendiges Archiv einer versunkenen Welt. Ihr Rätsel fordert uns auf, über unsere eigene Verbindung zur Vergangenheit nachzudenken. In einer Welt, die sich immer schneller wandelt, die Kulturen und Sprachen in einem globalen Schmelztiegel zu vereinheitlichen droht, ist die baskische Geschichte eine kraftvolle Mahnung. Sie erzählt davon, dass Identität aus der Tiefe der Zeit wachsen kann, dass Widerstandsfähigkeit in den Wurzeln liegt und dass das Überleben einer Kultur eine bewusste, tägliche Anstrengung ist. So bleibt das Rätsel der Basken bestehen, nicht als unbefriedigende Lücke in unserem Wissen, sondern als eine Einladung zum Staunen. Es ist das leise Flüstern einer uralten Welt, das in den Tälern der Pyrenäen bis heute nachhallt, ein Echo aus der Morgendämmerung Europas, das uns daran erinnert, dass die tiefsten Geheimnisse oft nicht in fernen Ländern, sondern direkt unter unseren Füßen verborgen liegen.